Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch das durchzugeben, was darauf wartet, adressiert zu werden. Wir möchten zunächst zu euch sprechen über das, was nicht bewusst ist, über das, was doch von euch gewählt ist, über diesen großen Teil, diesen oh so großen Teil, über den ihr eure Realität kreiert. Ihr habt bewusst beim Inkarnieren, bewusst beim Auf die Welt kommen gewählt, zweifach zu sein, bewusst und unbewusst. Ihr habt gewählt, einen Teil wahrzunehmen und einen Teil nicht wahrzunehmen. Ihr habt gewählt, einen Teil zu sehen und einen Teil nicht zu sehen. Ihr habt gewählt, zu sein, was sichtbar ist, und zu sein, was nicht sichtbar ist. Ihr habt gewählt, euch niemals vollständig sehen zu können, denn niemals werdet ihr das Hintere eures Kopfes anschauen können. Mit euren eigenen Augen, nur im Spiegel könnt ihr es anblicken, und so seht ihr das, was sich reflektiert, doch niemals das, was ist. Und doch fühlt ihr das, was ist. Ihr fühlt euch, fühlt euer Sein. Und nicht selten fühlt ihr das, was ihr seid, anders, als es ausschaut. Anders, als es anderen erscheint. Anders, als es euch erscheint, wenn ihr in den Spiegel blickt. Wir sagen also, mit eurer Entscheidung auf diesen Planeten hier zu gehen, auf diesem Planeten hier zu stehen, auf diesem Planeten hier zu residieren, mit eurer Entscheidung habt ihr euch für einen bewussten und einen unbewussten Teil entschieden. Denn nur auf diese Weise ist das Spiel vollkommen. Um zu spielen, braucht ihr das, was gespielt wird. Der Mensch, der ein Kartenspiel spielen möchte, bei dem es darum geht, die Karten nicht zu kennen, muss einen Teil von sich ins Vergessen bringen. Andernfalls wäre es ihm nicht möglich, dieses Kartenspiel mit sich zu spielen. Da du als Spielfigur zugleich auch das Spiel und der Schöpfer des Spieles bist, hast du gewählt, als Schöpfer dich in Spielfiguren aufzuteilen, dich als Spielfigur in bewusst und unbewusst aufzuteilen. Alles findet sich im Großen wie im Kleinen. Und so findet sich nicht nur zwischen zwei Menschen das Bewusste und das Unbewusste, findet sich nicht nur eine Realität bei dem einen und eine andere Realität bei dem anderen Menschen, es findet sich auch in jedem Menschen eine Vielfalt an Realitäten, die auf unterschiedlichen Ebenen klar sind, bewusst sind. Das, was also als bewusst und unbewusst betrachtet wird, ist aus unserer Perspektive ein Hineintunen in verschiedene Ebenen, in verschiedene Wahrnehmungsebenen. Man kann auch sagen, in verschiedene Bewusstseinsebenen. Du bestehst nicht aus dem Bewussten und dem Unbewussten, auch wenn das die Realität ist, die dir erscheint, und das genau das ist, was für dich am greifbarsten ist und wir deshalb hier
adressieren. Genau betrachtet bestehst du aus verschiedenen Bewusstseinsebenen, die nicht höher oder niedriger angesiedelt sind, nicht im Vergleich zueinander stehen. Es sind nebeneinander existierende Ebenen. Du hast ein Körperbewusstsein, auf dem du deinen Körper fühlen kannst, auf dem du dir bewusst sein kannst, was dein Körper sich von dir wünscht, auf dem du dir bewusst sein kannst, was für dich auf körperlicher Ebene in diesem Moment wichtig und geeignet ist. Zugleich hast du eine emotionale Bewusstseinsebene. Du kannst fühlen, was auf emotionaler Ebene dir besonders wichtig ist. Bist du im Bewusstsein deines Emotionalwesens, sorgt dieses Emotionalwesen dafür, dass du dem folgst, was es von dir will. Das Emotionalwesen stellt immer Anforderungen auf dich, ebenso wie das Körperbewusstsein. Je nachdem, auf welcher Bewusstseinsebene du dir Raum gibst, du das aktive, das erlebte Bewusstsein erlaubst, mit deinem wahrgenommenen Bewusstsein hineinscheinst, je nachdem, auf welcher Ebene du dein Wachbewusstsein erlaubst, je nachdem fühlst du, dass du Einfluss hast auf dieser Ebene und auf diese Ebene. Wirken jedoch tut jede Bewusstseinsebene unabhängig davon, ob du ihr Raum gibst und sie bewusst nährst oder nicht. Wir möchten hier ein Bild nennen, damit es dir leichter fällt, dieses bewusste und unbewusste Nähren zu verstehen. Eine Katze, die nach Nahrung sucht, findet Mäuse. Sie findet allerlei, was sie futtern, was sie fressen kann und bedient sich all dem, was ihr zu schmecken scheint. Hier und da jagt sie einem Vogel nach, beißt ihn tot und frisst ihn nicht. Hier und da verspeist sie eine Maus im Ganzen oder nahezu Ganzen. Hier und da spielt sie mit etwas, ohne es zu verspeisen, und doch sie nährt sich, physisch und auch in der Spielfreude mit allem, mit dem sie spielt, mit allem, mit dem sie sich umgibt, mit den Störfeldern der Energien. Sie nährt sich durch alles, holt sich, was sie will, holt sich Liebkosungen durch ihr klagendes Schreien, miauen in diesem Fall. Diese Katze weiß, wie sie überlebt und hat ihren Weg. Eine Katze, die täglich genährt wird, kann zu einer nicht mäusefressenden Katze umerzogen werden. Diese Katze ist auch eine Katze, die auch genährt ist. Diese Katze bekommt andere Nahrung und verhält sich anders nach und nach. Genau so verhält es sich mit den Bewusstseinsebenen. Jede Bewusstseinsebene für sich ist wie eine Katze, die weiß, auf welche Weise sie sich nähren kann, sich ernähren kann, zu Nahrung kommt und immer wieder bedient wird, Aufmerksamkeit bekommt, Streicheleinheiten bekommt, so wie die Katze sich diese einfordert. Von den Menschen, die absichtlich in ihrer Nähe sind, oder den Menschen, die sie aufsucht, oder den Pflanzen, die sie aufsucht, um mit diesen Streicheleinheiten versorgt zu sein.
so wie all die Bewusstseinsebenen Katzen sind, können auch all die Bewusstseinsebenen auf eine Weise genährt sein oder auf eine andere Weise genährt sein. Wenn du dein Emotionalwesen also zum Beispiel frei sich ernähren lässt, so wird es sich auf eine Weise ernähren, die sicher ist, die gewohnt ist. Ist die Katze gewohnt, Mäuse zu fressen, so wird sie immer wieder Mäuse suchen und jagen. Findet sie keine Mäuse und lebt sie in der Stadt und findet hier und da alte Essenabfälle von verarbeiteter Nahrung, so wird sie ein anderes Leben führen und sich an eine andere Ernährungsgewohnheit gewöhnen. Genauso verhält es sich mit jeder Ebene und wir nehmen das Beispiel der Emotionalebene, da sie in dieser Zeit besonders dominant für euch ist. Ihr alle, die ihr hier seid, seid Kinder einer Zeit, in der das Mentale sehr stark das Leben geprägt hat, vorherrschend war, in der das Mentale die kollektiv vorherrschende Bewusstseinsebene war. Ihr alle, die ihr hier seid, befindet euch nun in einem Leben, in dem kollektiv das Emotionale auf primärer Erlebnisebene steht. Das Emotionale vorherrscht. Jene von euch, die sich über das Mentale definieren, da sie es gelernt haben, das Mentale zu kontrollieren und mit dem Mentalen durch die Welt zu gehen, das Mentale vorwiegend zu nähren und über die Nahrung zu steuern und zu kontrollieren. Jene von euch erleben immer wieder neu Überraschungen, was das Emotionale anbelangt, wo das Emotionale zuvor noch geschlummert hat, nicht sehr aktiviert war, sich begnügt hat mit dem, was der Verstand, was die mentale Ebene an Nahrung zur Verfügung gestellt hat. Dieses Emotionale ist nun nicht mehr so leicht zufriedenzustellen. Es ist nun erwacht aus seinem Dornröschenschlaf, wie wir sagen könnten, und fordert euch dazu auf, die emotionale Ebene genauer anzuschauen, die emotionale Ebene anzunehmen, die emotionale Ebene zu meistern. Das Meistern der emotionalen Ebene bedeutet nicht, sie einzudämmen, bedeutet nicht, ihr den Hunger abzugewöhnen. Es bedeutet, sie mit wertvoller Nahrung zu versorgen. Emotionale Nahrung findet sich in hoher Frequenz in musikalischem Ausdruck, in Singen. Emotionale Nahrung findet sich in Kreativität. Emotionale Nahrung findet sich in spiritueller Lektüre, die euch auf der tiefen Ebene des Fühlens anspricht. Emotionale Nahrung findet sich im Austausch mit Gleichgesinnten, mit Gleichfühlenden. Und wenn wir hier gleich sagen, so sprechen wir nicht von identisch, sondern von passend, von auf euch abgestimmt, beziehungsweise auf eine ähnliche Frequenz eingestimmt. Emotionale Nahrung findet ihr in eurem vollkommenen Selbstausdruck. Und so ist es in dieser Zeit wichtiger denn je, euch selbst auszudrücken,
Versäumt ihr dies, so versäumt ihr die Katze des Emotionalen mit Streicheleinheiten zu bedenken. Diese wird alsdann auf sich aufmerksam machen, kratzend, beißend, auf welche Weise auch immer, anfangs meist nur miauend, klagend, jammernd. Wollt ihr also die Ebene des Emotionalen liebevoll in eurem Bewusstsein mehr zulassen und lichtvoller, bewusster sein lassen? So seid ihr eingeladen, ihm Raum zu geben, ihm Erlauben zu geben, ohne euren gesamten Fokus darauf zu legen. Legst du deinen Fokus darauf, dich physisch zu ernähren, so wird es zu einer Wissenschaft, die dein ganzes Leben bestimmt, dich nicht jedoch automatisch glücklich macht. Denn wenn es eine Wissenschaft ist, so ist es nicht mehr die spontane Freude, die die Katze erlebt, wenn sie genährt wird. Es ist dann etwas sehr Strenges, bei dem du dich eingeschränkt fühlst, die Katze sich nicht ganz frei fühlt. Willst du also deiner emotionalen Ebene tatsächlich ein liebevolles Zuhause bieten, es nicht aussperren und dir die Tür zerkratzen lassen? Willst du deinem emotionalen Zuhause Raum geben und dein Emotionales in deine Frequenz einbetten? So sagen wir, wähle die Nahrung auf eine Weise, dass sie dich freut. Wähle das, was dich fühlen lässt, was du bist und dich damit emotional nährt. Das Fühlen von Glücklichsein erfüllt dein Emotionalwesen mit Freude. Das Fühlen sind nicht die Emotionen. Das Fühlen jedoch nährt das Emotionalwesen. Die Gedanken sind nicht das Mentale. Die Gedanken jedoch nähren die Mentalebene. Und so ist es das Wählen der Gefühle und der Gedanken, die die jeweilige Ebene, die jeweilige Bewusstseinsebene programmieren und für euch zuverlässig, friedvoll, wenn ihr es so wünscht, wenn ihr es so programmiert, wenn ihr es so erlaubt, sein lassen. Es gibt weit mehr Bewusstseinsebenen, als wir hier benennen werden zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Da das Mentale und das Emotionale dem Menschen am präsentesten ist und der Wandel vom Mentalen zum Emotionalen stattgefunden hat, haben wir hier den Fokus auf diese beiden Ebenen gelegt. Die physische Ebene ist eine Ebene, die von ebenso großer Bedeutung ist, denn sie ist immer beteiligt, wenn es um irgendeine der anderen beiden Ebenen geht. Das Emotionale sucht sich seinen Weg im Physischen, denn das Physische fühlt sich und drückt damit das Emotionale aus in Sichtbarkeit, macht dein Emotionalwesen sichtbar. Der Körper spielt immer die Rolle des Sichtbarmachens. Der Mensch, der in Gedanken versunken ist, drückt dies über seinen Gesichtsausdruck aus. Und so drückt der Körper auch die Mentalebene aus. Der Körper ist ein Ausdruck in der Sichtbarkeit
aller Bewusstseinsebenen. Je bewusster du dir in deinen Bewusstseinsebenen bist, je mehr du auf der jeweiligen Bewusstseinsebene dein Wesen näherst, desto weniger wird der Körper als Signalsystem verwendet, um auf die jeweiligen Bewusstseinsebenen aufmerksam zu machen, und kann stattdessen ganz und gar als Vehikel für dich auf Erden agieren. In seiner Ursprungsfunktion also ist das Körperbewusstsein für dich da, um dich sicher in deinem Fahrzeug, in deinem Menschenkörper durch das Leben zu begleiten, durch das Leben zu bringen. Es ist die Kutsche, in der du weilst, die Kutsche, die sich selbst regeneriert und repariert, die von Zeit zu Zeit eine Überholung vornimmt, ein Update, ein Upgrade, die von Zeit zu Zeit in der Werkstatt zur Durchsicht ist und die all die andere Zeit dich durch das Leben fährt, zuverlässig, voll funktionstüchtig und im ständigen sich anpassen an das, was das Leben von dir wünscht, an die Umgebung, die Straßen, den Lebensweg. Deine Kutsche also, dein Körper, der nicht primär auf die anderen Bewusstseinsebenen aufmerksam machen muss, ist frei in seinem Vehikel sein. Selbst auch in seinem Vehikel sein will er jedoch immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden, um den neuesten Anforderungen zu entsprechen. Dafür bedarf es immer wieder auch den Ruhezeiten. Einmal am Tag, vielmehr in der Nacht, bedarf es des Schlafes, in dem sich der Körper regenerieren, erneuern, erholen kann, reinigen kann. Und regelmäßig, in Abständen, die individuell sind und davon abhängen, wie groß der Wandel ist, wie schnell die Veränderung, durch die der Mensch geht, wie tief der Wandel, davon abhängig, sucht sich der Körper, fordert sich der Körper in Abständen und doch regelmäßig eine Zeit des Ruhens, eine Zeit des Nichtkontakts mit außen, dem Außen anderen Menschen, des sich Zurückziehens von Aktivität und Arbeit, von Verpflichtung und Funktionieren müssen. Dieses Vehikel, das Moment für Moment funktioniert auf die vollkommenste Weise und selbst dann noch, wenn es überholt wird, vollkommen funktioniert, sich jedoch auf die wesentlichen Funktionen zurückruft, ohne in Hochgeschwindigkeit über die Autobahn zu jagen. Dieses Vehikel sorgt für sich selbst. Dieses Körperbewusstsein sorgt für sich. Je mehr du in Dialog und Austausch, im Bewusstsein, im bewussten Bewusstsein mit deinem Körperbewusstsein bist, desto weniger erlebst du das, was der Körper von dir fordert, als Überraschungen. Desto weniger fühlst du dich durch deinen Körper eingeschränkt, denn du erkennst,
dass der Körper von Zeit zu Zeit etwas braucht, etwas mehr Aufmerksamkeit, ebenso wie dein Emotionalwesen deinen Selbstausdruck braucht. Du erlaubst deinem Körper mehr und mehr in leisen Worten mit dir zu sprechen und zu bekommen, was er braucht, um dich auf vollkommene Weise zu unterstützen. Je mehr du ihm das erlaubst, desto weniger braucht er dich dazu zu überreden, wir könnten auch sagen zwingen. Alles in allem möchten wir dir also hier mitteilen, dass die Bewusstseinsebenen nicht dauerhaft wie bei dem Eisberg im Unbewussten bleiben. Du bist Teil eines großen Erwachens. Du bist Teil einer Zeit, in der jede Bewusstseinsebene an die Oberfläche, in das Sichtbare kommt. Nanomillimeter für Nanomillimeter. Klitzekleinste Einheit um klitzekleinste Einheit und doch. Das Bewusstsein wird Moment für Moment nicht existente Einheit um nicht existente Einheit größer. Weiter, ausgedehnter, vollkommener. Es ist also nicht anders als in vielen Wissenschaften vorgeschlagen. Es ist also nicht deine Aufgabe, dein Unterbewusstes in den Griff zu bekommen. Es ist deine Einladung, deine Bewusstseinsebenen wahrzunehmen, zu erlauben, bewusster zu beobachten und damit selbst der Bewusstwerdung Raum zu geben. Nicht in die Bewusstwerdung gezwungen zu werden durch die globale Erwärmung, die den Eisberg löst, zum Schmelzen bringt. Stattdessen von innen her die Dichte zu lösen, durch deine Wärme, dein Licht, dein Sein, dein Bewusstsein, dein Göttlichsein. Du löst dich mehr und mehr ins Bewusstsein hinein, erkennst mehr und mehr, dass alles, was auf emotionaler Ebene geschieht, ein Ausdruck von Wunsch nach Nahrung ist. Und selbst wenn du diesen Ausdruck nicht verstehst, kannst du doch für gute Nahrung sorgen und wirst sehen, dass sich dein Emotionalwesen wandelt in der Form, in der es quengelt, in der Form, in der es bittet, in der Form, in der es dich einlädt, es zu nähren. Du wirst mehr und mehr deinem Verstand, deinem Mentalwesen die Möglichkeit geben, sich an deinem Herzensweg zu beteiligen und sich in deiner Lebensgestaltung frei auszudrücken, gemäß dem, was du fühlst, gemäß dem, was die Frequenz der Liebe an Einladungen ausspricht. Und du wirst mehr und mehr merken, dass dein Körperbewusstsein auf so vollkommene Weise mit dir kommuniziert, sich Ausdruck verleiht und du die Signale des Körpers nicht mehr zu interpretieren brauchst,
sie stattdessen nur zu integrieren brauchst. Du wirst bemerken, dass dein Körper, indem er von dir vollkommen in seinen Bedürfnissen angenommen wird und mehr Aufmerksamkeit und Wahrnehmung durch dich, will sagen Bewusstsein erhält, dass dein Körper auf diese Weise subtiler wird in seinen Signalen und doch auch nicht die Erfahrungen scheut, die für dich vollkommen und optimal sind. Du wirst also nicht mehr in den Widerstand gegen irgendeine deiner Bewusstseinsebenen gehen. Du wirst erlauben und du wirst nähren auf vollkommene Weise. Es ist eine besondere Zeit, die besondere und besonders wandlungsfähige und wandlungswillige Menschen beherbergt. Du bist einer dieser Menschen, eines dieser so gesegneten Geschöpfe, die so viel Neues, so viel, so viel Reiches, so viel, so viel mehr als nur ein Leben in deinem Leben erlebt. Für jetzt und hier verbleiben wir in Liebe, denn das ist, was du bist, was wir sind, alles eins. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.